Tja, so oder ähnlich ist das mir hier passiert. 5 Stunden hatte ich Zeit, von Pattaya nach Bangkok zu kommen, in Urlaubsstimmung zu kommen und dann auch gleich sofort in den Flieger zu steigen. Das Schöne ist natürlich, wenn ihr eine junge, wilde Frau habt, die kann alles für euch vorbereiten und damit spannen wir euch auch nicht länger auf die Folter. Es geht nach Südkorea, genauer gesagt erstmal nach Busan, an die Küste von Südkorea. Ja, Maud liegt mir schon seit langen Wochen damit in den Ohren, dass sie unbedingt nach Korea fliegen möchte, weil natürlich alle thailändischen Leute dorthin fliegen, wie man es auch an den Bildern sieht. Sehr beliebtes Reiseziel für Thailänder. Und das Schöne ist halt einfach, dass man, ihr wisst das sicherlich auch, normalerweise ja als Thailänder nicht so einfach irgendwo hinfliegen kann, sondern man muss sehr, sehr viel vorbereiten. Visa, Einreisebedingungen und sind da teilweise ganz unterschiedlich als zu uns Deutschen, die einfach ihren Reisepass am Flughafen, am Tresen abliefern und der Rest funktioniert von ganz alleine. Hier vielleicht schon mal der erste Tipp: Lasst so eine Reise eure thailändische Freundin buchen, weil das ist für Thailänder super organisiert, es ist super beschrieben alles, das heißt, man kann eigentlich alles vom heimischen Wohnzimmer aus machen, muss gar nicht großartig irgendwo hingehen, zu irgendeinem Konsulat, zu irgendeiner Agentur oder irgendwas, sondern kann man alles online machen und alles, was dann so an Genehmigung und Visa und so weiter erteilt wird, ist auch eine gewisse Zeit gültig, so dass ihr dann einfach schauen lassen könnt, wann es eurer Freundin genehm ist, wann sie fliegen möchte. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn sie euch im Vorfeld Bescheid sagen würde. Aber okay, dieses Wochenende war ja in Pattaya sowieso nicht allzu viel los gewesen, außer natürlich das große Bikini-Rennen, außer das große Büffelrennen, außer Halloween-Partys und so weiter. Aber okay, kein Problem. Warum soll man denn hier Pläne machen für seinen YouTube-Kanal, wenn es auch ganz andere Pläne gibt? Und als guter Ehemann hört man natürlich auf seine Frau, das ist ganz klar. Ja, hier sind wir dann auch schon angekommen. Wir sind also geflogen mit der Jeju Air. Das ist eine koreanische Airline. Fliegt dann auch direkt zum Flughafen Gimhae hier. Ja, warum es hier keine besonderen Bilder gibt, erzähle ich euch gleich. Aber hier hat alles wunderbar geklappt. Man ist knappe 5 Stunden unterwegs. So ein schöner Nachtflug, wo man also auch noch mal ein bisschen schlafen kann, wenn man ein bisschen abgekämpft ist. Und das Schöne ist zu sehen, gleich mal der Fahrer auf der linken Seite, wie man das von zu Hause aus Europa noch gekannt hat. Hier konnten wir auch dann zum ersten Mal ein bisschen verschnaufen. Weil was passiert? Natürlich, die Einreise nach Korea ist ähnlich streng wie bei vielen anderen Ländern. Und wenn ihr das kennt, wenn ihr mit eurer Thai-Frau, Thai-Freundin unterwegs seid, steht die immer besonders im Fokus. Ich war schon längst durch die Immigration durch, von Maud weit und breit nicht zu sehen. Wird man natürlich ein bisschen, ja, schon unruhig, was ist da wieder passiert. Und passieren tut das Übliche, die Thai-Frau mit den dicken Gold überall an den Händen und den teuren Taschen in der Hand, die wird natürlich rausgewunken zum Befragen. Was will sie hier in Korea? Wann geht's wieder zurück? Wie sind die Hotels gebucht und so weiter? Die Befragung dauerte ewig lange, vor allen Dingen, weil alle Buchungen auf meiner Kreditkarte gelaufen sind und nun passte natürlich mein deutscher Name nicht zusammen mit ihrem Pass. Dann nahmen sich die Officer noch mal ein bisschen extra Zeit, um da mal ganz genau nachzufragen, wo man denn übernachtet, welche Hotels, welche Reiseroute geplant sind und so weiter. Das Ganze, ja, der koreanische Beamte wird sicherlich der englischen Sprache so gut es geht mächtig sein. Mauds Englisch ist mehr als rudimentär, aber zum Schluss hat alles wunderbar geklappt. Wir sind wieder vereint gewesen. War doch eine gute Stunde, wo ich auf sie warten musste, bis da all die Formalitäten abgehandelt waren. Aber das kennt man, wenn man mit einer thailändischen Frau unterwegs ist. Kann einem das immer passieren. Weiß nicht ganz genau, warum man immer so misstrauisch in allen Ländern ist. Aber ansonsten alles wunderbar geklappt. Da wir hier natürlich jetzt das große Touristenprogramm machen, wir waren beide noch nie hier in Korea gewesen, wir kennen uns also überhaupt nicht aus. Also erwartet bitte auch jetzt nicht irgendwelche großen Insider-Tipps und da muss man hingehen und das muss man gesehen haben. Wir kennen uns hier auch absolut nicht aus, sondern verlassen hier die tief getretenen Touristenwege auch nicht. Hotels
und Flüge und Bahntours und alles, was wir hier alles so machen möchten, alles hat Mode schon im Vorfeld in Thailand gebucht. Für mich natürlich alles wieder sehr, sehr entspannt, konnte mich schön zurücklegen, bis ich dann mal aus Versehen online auf meine Kreditkartenabrechnung geschaut habe. Ja, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, was es hier kosten wird. Im Moment ist meine Karte mit knapp 80.000 Thai Baht belastet. Gut, das ist alles für zweimal hin und zurück fliegen, Bahntour, Hotels und so weiter für 5 Tage gar nicht so teuer. Aber es kommen ja noch entsprechende Vorortkosten dazu, die man natürlich immer einkalkulieren muss. Und egal wie müde, egal wie kaputt man ist von dem Flug, ein gutes Seafood-Restaurant findet man auch in Korea sofort. Und dann gibt's halt all genau das Krabbelgetier, was man in Thailand auch so kennen würde. Auf so einem Frischmarkt, auch gleich in der Nähe von unserem Hotel. Wir sind da also auch nicht allzu weit durch die Gegend gelaufen am ersten Tag, sondern gleich mal das angenommen, was es hier in der Nähe zu sehen und zu essen gab. Wie eben schon mal so eingeblendet im Video zum Nachlesen, so ein paar Informationen. Busan ist auch eine riesige Millionenstadt, kann man auch innerhalb weniger Tage sicherlich nicht erkunden. Man braucht sehr, sehr viel Zeit auch dazu. Also bleiben wir dann lieber auf den Touristenwegen. Und da ist dann schon genug, was das thailändische Herz so erfreut. Ihr kennt sicherlich zum Beispiel Pattaya Naklua oben, diesen Fischmarkt, wo man sich auch die Sachen aussuchen kann und dann zubereitet am Tisch bekommt. Hier ähnlich haben wir das auch gemacht mit einer wunderbaren Aussicht. Und wenn erstmal der Magen der Thailänderin voll ist, ja, dann ist natürlich alles sehr, sehr einfach, alles sehr überschaubar und auch das Leben vollkommen okay. Essenstechnisch, na gut, es scheint sich auf den ersten Blick nicht allzu viel zu nehmen. Generell also zumindest ist das mein Eindruck. Hier Busan und Thailand nimmt sich nicht allzu viel. Das Einzige, was mir in den ersten Stunden so aufgefallen ist, dass die Altersstruktur etwas gehobener ist. Man sieht auf den Straßen sehr, sehr viel ältere Leute. Ich gehe aber davon aus, dass die jüngeren Leute auch arbeiten müssen oder zur Schule sind. Wenn man das so im Korea so ein bisschen kennt, weiß man ja, dass die Leute sehr, sehr fleißig sind, dass auch die Kinder anstreben, sehr, sehr gute Schulbildung und so weiter zu haben, so dass die also wahrscheinlich den ganzen Tag keine Zeit haben, draußen auf den Straßen rumzulungern, sondern eher dann zur Schule gehen, weiterführende Kurse belegen am Nachmittag. Und dann sieht man natürlich im Straßenbild, wenn man als Urlauber so unterwegs ist, jede Menge alte Leute. Auch vielleicht das schöne Kontrastprogramm zu Pattaya, so gut wie keine Ausländer zu sehen. Das heißt, hier bin ich doch so ein ziemlicher Exot, obwohl einen hier kaum jemand zur Kenntnis nimmt. Die lassen dich einfach hier in Ruhe, keiner schaut dich an, keiner macht irgendwas. Wunderbar. Korea hat auch für mich so auf den ersten Eindruck all das, was Thailand genauso hat, allerdings immer so ein Ticken moderner. Weiß nicht, ob ihr genau das versteht, was ich jetzt meine, aber wenn man so sieht, wie die Transporte organisiert sind, wie das vom Hotel funktioniert hat, bezahlen im Restaurant und so weiter, alles voll elektronisch. Hier gibt es kein Geld mehr in irgendeiner Art und Weise. Zumindest haben wir jetzt hier keins benötigt, obwohl wir uns am Flughafen ein bisschen was getauscht haben. Aber braucht man eigentlich nicht. Alles geht elektronisch über Karten oder über Handy-Payment. Dazu fällt einem auf, dass die Straßen, Gebäude und so weiter alle in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Alles neu, alles sauber. Mit Sicherheit wird es auch Stadtteile geben, die nicht so schön sind, aber da kommt man dann halt in den ersten Tagen als Tourist gar nicht so hin. Wir schlendern mal so ein bisschen hier diese ganzen Straßen entlang. Wie gesagt, es macht jetzt auch wenig Sinn, da versuchen rauszukriegen, wie das ganz genau heißt, welche Bedeutung das hat. Dazu müsste man viel, viel länger hier in der Stadt bleiben oder auch im Land bleiben, um dann halt vielleicht dann auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu haben. So bleibt's bei einfach ein bisschen anschauen, die Zeit zu genießen und hier auch dann gleich mal einen Blick an den Strand zu werfen. Ja, es ist sandig, es ist windig und es ist deutlich kälter. Gut, dass wir immer noch unsere Kleidung aus Europa und Amerika in Bangkok liegen haben, eingemottet, und Maud hat das alles schön eingepackt, damit wir hier auch ja nicht frieren. Also hier mal so spontan wie in Thailand ins Wasser springen, ist sicherlich zu der Jahreszeit hier nicht anzuraten. Fürchterlich kalt. Für uns jetzt gefühlt, ich glaube, wenn man hier immer lebt, sind die 20 Grad nun doch nicht so kalt, aber es ist halt doch schon klimatisch ganz anders.
Ansonsten dieser Strand hier auch sehr bekannt, sehr beliebt bei Touristen. Auch Koreaner reisen sehr, sehr gerne. Dann ähnlich wie Thailänder in großen Gruppen, so dass man sich also auch nicht einsam fühlt. Aber wenn man so den Blick hier rüber schweifen lässt, ja, das könnte auch Thailand sein, wenn es dann halt nicht so kühl wäre. Und was ich gerade schon gesagt habe, überall hat man so das Gefühl von Hightech, hat moderne Dinge, alles ist irgendwie Thailand ein paar Schritte voraus, vielleicht sogar Europa um mehrere Schritte voraus. Viele der Hightech-Firmen, die es zu weltweitem Ruhm gebracht haben, kommen natürlich hier aus Korea und die bieten das natürlich dann auch ihren Leuten an. Hier geht es jetzt mit so einer kleinen Bimmelbahn so ein bisschen auf den Berg hier rauf. Auch ein beliebtes Ausflugsziel für Koreaner hier in Busan. Also auch schöner Überblick. Man sieht halt alles, kriegt auch alles über Lautsprecher erklärt, wo man hier lang fährt und so weiter. Also richtig angenehm. So kann man doch einen entspannten Rentnertag hier verbringen. Liebe Zuschauer, das soll es zum ersten Video hier aus Busan, Korea gewesen sein. Ich denke, wir werden noch ein, zwei Videos senden von hier, bevor wir dann wieder in Thailand sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gesehen, was euch interessiert hat. Wenn ihr Ideen, Anregungen und Fragen habt, die wir vielleicht über Korea schon beantworten können, dann schreibt diese uns bitte unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.